Mein Bitwarden-Container hat sich gerade eben gestartet, steht jetzt auch im Starting-Modus. Wir aktualisieren mal. Auch der wird natürlich ein Momentchen dauern. Der muss ja erstmal seine Datenbank generieren und. Hier seht ihr schon, es läuft Running, Migration, was auch immer der da alles im Hintergrund tut. Auf jeden Fall der Container startet. Ist auch wahrscheinlich noch dabei und wird uns dann gleich jetzt ja über den Port 5000, den wir ja definiert hatten, zur Verfügung stehen. Das wird jetzt hier noch ein Momentchen dauern, bis der wahrscheinlich hochgefahren ist und dann wirklich betriebsbereit ist. Aber wir können ja schon mal gucken, vielleicht erreichen wir ihn ja schon. Port 5000. Nein, noch erreichen wir nicht. Doch, da haben wir schon. Bitwarden ist jetzt hochgefahren und wir könnten uns jetzt hier mit einem Konto erstellen. Das guckt ihr euch natürlich alles mal selber an. Dazu habe ich auch YouTube-Videos gemacht. Das machen wir natürlich nicht. Hier geht es ja erstmal nur darum, wie erstelle ich das Ganze denn. Aber vielleicht doch, weil ich euch angefixt habe, ja, ihr wählt mal oben /admin aus. Und wenn man /admin wählt, kommt man in diese Admin-Oberfläche von Vault Warden rein. Was hatten wir genannt? Wir hatten, glaube ich, Training Docker ausgewählt und dann kommt man hier in die ganzen Einstellmöglichkeiten von Vault Warden rein, um das Ganze noch filigraner zu organisieren und einzustellen, diese ganze Vault Warden Oberfläche. Aber egal, die ganze Oberfläche ist jetzt ja erstmal erreichbar über unseren Port 5000, bringt uns aber noch nichts, denn dafür haben wir ja diesen Kollegen hier im Endeffekt ins Leben gerufen, um halt eben wirklich jetzt hier von außen mit automatisierten Let's Encrypt-Zertifikaten den zur Verfügung zu stellen. Und das machen wir jetzt. Das ist im Endeffekt ein Proxy-Host. Und wir fügen jetzt einen Proxy-Host hinzu. Es ist gar nicht so viel nötig. Es ist alles immer viel komplizierter, als ihr denkt. Was kommt hier bei Domain Names rein? Ja, natürlich das, worauf wir den Proxy Manager beibringen wollen, worauf wir hören. Wir haben eben in meinem Bildchen kennengelernt, ich höre hier auf dschröd.ddnss.eu. Das heißt, das kommt da jetzt rein, plus mein Weiterleitungsname. Also, in meinem Falle jetzt bitwarden.dschröd.ddnss.eu. Das ist der Name, auf den mein Bitwarden jetzt gleich oder mein NGX Proxy Manager hören soll und mich zu meinem Bitwarden weiterleiten soll. Nur anhand von dem Namen, den überträgt man ja, wenn man hier im Browser das Ganze eingibt oder auf dem Handy, überträgt man ja diesen Namen und dann kann dieser Proxy Manager damit was anfangen. Dann die nächste Zeile besagt eigentlich nichts anderes als, wohin soll das denn weitergeleitet werden? Haben wir ja gerade konfiguriert. HTTP, wissen wir, haben wir gemacht, sehen wir hier, ist ja eine unsichere Verbindung. Ihr seht es jetzt ganz leicht oben, nicht sicher, es ist hier eine HTTP-Verbindung. Also nicht sicher, das übernimmt aber gleich unser Proxy-Manager. Also, HTTP ist richtig und hier kommt jetzt die IP-Adresse von eurem Host hin, wo auch immer noch Bitwarden drauf läuft. 192.168.0.140. Worauf hört der? Haben wir eben gelernt, auf Port 5000. Also das ist jetzt im Endeffekt wirklich direkte Weiterleitung. Ansonsten hier hinten unter SSL wollen wir natürlich ein vernünftiges Zertifikat haben. Request a new SSL Certificate wählen wir aus. Ich sage hier gerne Force SSL, damit das Ganze auch wirklich gemacht wird. Und hier unten haben wir das Ganze nochmal mit meiner E-Mail-Adresse, weil man muss das, glaube ich, diese Terms aktivieren und man bekommt, glaube ich, 20 Tage bevor ein Zertifikat ausläuft, bekommt man eine Information, ey, dein Zertifikat läuft aus, passiert hier aber hierbei eigentlich nicht mehr, da der Proxy Manager automatisiert Zertifikate erneuert. Und damit sind wir jetzt hier erstmal safe und können sagen safe. Es kann natürlich sein, dass das Ganze jetzt bei mir hier vor die Karre fährt, weil ich das alles schon mal bei mir ausgerollt habe und er jetzt irgendwie mit den Zertifikaten vielleicht durcheinander kommt. Kann es sein, dass ich jetzt hier einen Fehler bekomme? Bei euch sollte es so funktionieren, wenn alles gerade ist. Genau. Es ist völlig normal, dass das ein Momentchen dauert, weil im Hintergrund, sondern es hat sogar funktioniert, wunderbar. Geht er nämlich jetzt hin und muss einmal diesen Proxy Manager neu starten, um diese Authentifizierung mit Let's Encrypt zu handshaken, um auch zu beweisen, wer ihr seid, was ihr seid und so weiter und so fort. Das passiert da automatisiert im Hintergrund. Dafür ist ja schließlich ein Manager da. So, wir sehen jetzt, Bitwarden ist erreichbar, intern über diese Adresse erreichbar, abgesichert durch Let's Encrypt, wunderbar. Mit einem Klick hier drauf öffnen wir, glaube ich, sogar die Seite. Ich klicke da mal drauf. Klick.
Und wie wir sehen, ihr seht es leider nicht oben in meiner Browser-Adresszeile, ich klicke mal da drauf, ist sogar mit meinem Zertifikat geschützt. Bitwarden R3 sind die sogenannten Let's Encrypt-Zertifikate. Ist mein System jetzt geschützt? Ja, Aufnahmedatum ist der 24.05. Ne? Und jetzt ist mein Zertifikat erstmal 3 Monate gültig. Und meine Bitwarden-Umgebung ist online, von außen, über meinen Namen erreichbar und SSL abgesichert. War doch total einfach mit dem NGX Proxy Manager, oder? Mehr muss ich auch nicht machen. Ich kann jetzt hier meinen Bitwarden verwalten, über meine Handy-App, alles läuft. Ad startet, es ist abgesichert, ich kann mich hier anmelden und abmelden, ich kann mich hier Kontos erstellen, ich kann über den Admin-Weg alles administrieren, funktioniert wunderbar. Das alles übernimmt im Endeffekt der Proxy Manager mit dieser Weiterleitung perfekt funktioniert. Hier einmal aktualisiert, steht hier auch eine 1, steht alles drin, unter SSL-Zertifikaten steht auch alles drin. Auch da nochmal zu der Hinweis, wer hier mehr zu wissen will. Ich habe zu dem Produkt NGX Proxy Manager, ich glaube 2 oder 3 YouTube-Videos gemacht. Sucht mich einfach mal auf YouTube, da steht nochmal viel mehr zu diesem Produkt in dem Falle. So, Bitwarden ist fertig. Mehr müssen wir nicht machen. Abgesichert, eure Daten sind abgesichert. Der Proxy Manager startet jederzeit wieder, wenn irgendwas neu startet. Dasselbe mit Bitwarden. Voll cool, funktioniert. Blick auf unsere Agenda. Was haben wir? NGX Proxy Manager, erledigt, abgesichert, habe ich gerade alles erwähnt. Vault Warden, Bitwarden, abgesichert, funktioniert, startet jederzeit, ist von außen erreichbar über eure Fritzbox mit einem Zertifikat. Perfekt. Das Ganze könnte man natürlich jetzt übersetzen auch zu Nextcloud oder zu einer richtigen Webseite, um euch da erreichbar zu machen für was auch immer, was euch da so einfällt, was es einfach für Serverdienste gibt. Ein WordPress, eine WordPress-Blog-Seite zum Beispiel, kann man dann alles einfach als Container starten, einen Port geben und über den Proxy Manager einfach nach draußen geben. Mehr muss man da einfach nicht machen. Es ist wirklich so in diesem Konstrukt nachher super, super einfach. Ja, damit lassen wir jetzt das Thema Proxy Manager auch sein und wollen einfach jetzt unseren kleinen Server hier einfach mal abrunden mit einem kleinen Pi-Hole. Hatte ich euch ja versprochen, dass wir den auch noch machen, damit ihr zu Hause in eurem Netzwerk mit eurem ersten kleinen Mini-Server auch ein Pi-Hole machen könnt, beziehungsweise eure Werbung blocken könnt. Was muss man dafür alles wissen, was muss man dafür einrichten und so weiter und so fort, damit das Ganze funktioniert, habe ich euch ja auch versprochen. Also, es gibt natürlich hier diese ganz normale Docker-Hub-Page von Pi-Hole, ne? Pi-Hole heißt das. Ist sogar das letzte Mal vor 9 Stunden mal geupdatet worden. Und hier sind wir im 1:1 selben Prozedere wie bei den letzten Containern auch. Das hier ist wieder dieses Docker Compose File, haben wir vor circa einer Stunde irgendwann gelernt. Da könnte man über dieses Docker Compose durchführen, doch ich bin immer der Freund, das einmal per Hand zu machen, damit man auch versteht, was passiert denn da überhaupt, um das Ganze einfach mal nachzuvollziehen. Außerdem sind wir hier in einem Training, da kann ich euch das besser einmal zeigen, was wir da machen, ne? Als allerersten Punkt, es gibt wieder Volumes. Natürlich, Pi-Hole hat eine Datenbank, Pi-Hole hat einen Benutzernamen und ein Login. Pi-Hole speichert irgendwelche Cache-Sachen mit euren DNS-Anfragen und so weiter und so fort. Dafür will der Volumes haben. Ist ja mittlerweile gar kein Problem mehr. Wir aktualisieren hier einmal, um zu sehen auch, ne? Jetzt ist auch hier unser Bitwarden auf grün. Gehen wir in unsere Volumes. Add Volume und sagen einfach Pi-Hole Data. Hieß, glaube ich, der eine und der andere hieß auch irgendwas mit Data. Gucken wir nochmal rein. Der hieß DNS, den nennen wir einfach dann Pi-Hole DNS jetzt. Add Volume. Pi-Hole-DNS und sagen Create Volume. So, das war's. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Pi-Hole und verarbeiten uns jetzt genauso wie vorhin, wie jederzeit, da komplett durch. Also, Container, neuer Container, nennen wir die Kiste natürlich Pi-Hole, was auch sonst. Wir gehen wieder zurück und der Name lautet Pi-Hole/Pi-Hole:_latest. Machen wir auch, fügen wir hinzu. Ports, natürlich, hier wird es ein bisschen schwieriger. Pi-Hole hat erstens eine Benutzeroberfläche.
Pi-hole ist DNS, ne? Dynamic Name Service. Also wie werden eure Name Services zu Hause aufgelöst? Also wenn ihr in die Browser-Adresszeile eingebt, schröderdennis.de, weiß euer PC gar nicht, was das ist. Das heißt, der schickt das zu einem DNS, meistens ist es euer Router hier zu Hause, schickt er diesen Namen hin und sagt, hör mal Router, guck doch mal bitte nach, was ist denn für eine IP-Adresse dahinter, hinter dem schröderdennis.de, ne? Sorry, das war jetzt meine Ruhrpottisch. Und dann gibt der Router, ne, der hat weitergelagerte DNS-Server von eurem Provider oder von Google, je nachdem. Und dann bekommt er eine Antwort, wo dann die IP-Adresse drin steht. Und das ist DNS. Und DNS hört auf Port 53. Und das soll jetzt ja gleich der Pi-hole für uns machen. Dafür ist der Port 53 da. Der wird uns auch hier natürlich angezeigt, Port 53 TCP. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und einmal der Port 53 UDP. Warum brauchen wir den einmal mit TCP und einmal mit UDP? Das eine ist halt eben Standard DNS unverschlüsselt und das andere ist, glaube ich, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, DNS over SSL und dafür braucht man halt eben diese TCP-Verbindung. Bin mir jetzt gerade unsicher, ich will auch nicht das Falsche sagen jetzt hier, aber dafür braucht man beide Ports. Für die, die es nicht wissen, ganz kurz abgeholt, TCP ist eine Netzwerkkommunikation, die standardgemäße Netzwerkkommunikation, sage ich mal, wo eine geordnete Kommunikation zwischen beiden Parteien stattfindet. Das heißt, eine Verbindung wird aufgebaut, der andere sagt, ja, okay, ist in Ordnung, schick mir doch mal die Daten, der schickt die Daten und der andere sagt, ey, Daten sind angekommen und der bestätigt das Ganze. Das ist sozusagen eine Zwei-Seiten-Kommunikation. Und bei UDP ist das ein bisschen anders, da sagt der Sender, schickt einfach nur zum Empfänger und er schickt zum Empfänger und der schickt zum Empfänger und der schickt zum Empfänger und schickt zum Empfänger und der Empfänger antwortet gar nicht darauf. Das ist im Endeffekt UDP. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch Port 67 UDP. Das ist für den DHCP-Server, den wir in unserem Fall hier gar nicht brauchen. Das macht ja hier meine Fritzbox. Für die, die es wollen, kommt da gleich aber noch eine Zusatzinfo. So, wir brauchen wieder eine Web-Oberfläche. Die ist über den Port 80 erreichbar. Ich leite die hier wieder einfach um auf den Port 6000. So, unsere Ports haben wir. Da habe ich gerade eben den DHCP-Server erwähnt. Dafür braucht man, steht hier unten auch ein sogenanntes CAP-Add. Das ist so ein Environment-Flag namens NetAdmin. Kann ich euch jetzt nicht erklären, wieso, weshalb, warum, aber hier steht auch DHCP needs NetAdmin. Also wenn euer Pi-hole einen DHCP-Server machen soll, müsst ihr hier unten unter den Capabilities dieses NetAdmin aktivieren. Ich kann es jetzt nicht genau übersetzen, auf jeden Fall kann er dann diese Broadcast, DHCP, Suchex oder sonst was in den Container weiterleiten. Dafür ist halt eben dieses NetAdmin unter anderem da. So, was haben wir denn noch? Environment-Variablen. Will er eine TZ, eine Timezone haben? Gar kein Problem für mich, können wir haben. Unter Environment will er eine Variable namens TZ. Wir sind hier natürlich in Europe, Berlin. Ne, das ist die ganz normale Variable für uns hier. Dann, was haben wir noch? Ein Web-Password. Das ist also scheinbar das Standard-Passwort, was er setzt. Ansonsten müssen wir nachher selber einsetzen. Wir machen es jetzt einfach mal hier. Kann ich euch aber auch gerne noch zeigen. Web-Password. Wurde das so geschrieben? Web-Password und dann irgendein sicheres Passwort. Hier machen wir wieder Training Docker. Und wieder zurück. Und dann landen wir jetzt bei unseren Volumes. Die müssen wir wieder mappen. Wie gesagt, rechts der Pfad vom Container. Also etc Pi-hole ist unser Data-Ordner. Volumes. Volume hinzufügen. Pfad hinzufügen. Pi-hole Data. Ein weiteres hinzufügen. Dann ist das hier dieses DNS-Mask. Kopieren wir uns, fügen wir ein unter Pi-hole DNS. Haben wir ebenso gesagt, ist so. Die Volumes haben wir einfach angelegt. Unter Network können wir wieder 1:1 stehen lassen. Ich trage hier einfach nur ein Pi-hole und damit ist das erledigt. Unter Command und Logging sage ich wieder Interactive, dann kann ich auch in die Kiste reingehen. Ist einfach irgendwie ein bisschen cooler. So, und damit haben wir uns hier wieder komplett durchgearbeitet. Nein, ich sehe doch noch hier eins, dieses Restart. Machen wir natürlich auch wieder. Ich sage hier einfach wieder Always. Also, Namen haben wir, Image-Namen haben wir, unsere ganzen Ports haben wir, nicht vergessen. Hier hinten den Port 53 dann auf UDP stellen. Volume haben wir, Netzwerk haben wir, Environment-Variable haben wir, Restart haben wir. Ich würde sagen, wir haben alles ausgewählt. Wir können unseren Container deployen.
deployen. Ich wie immer, weil es ein Momentchen dauert, trinkt einen Schluck, ihr bitte auch, baut das Ganze nach und wenn der Container jetzt gleich ausgerollt ist oder gerade eben ausgerollt ist, bin ich sofort wieder für euch da. So, der Pi-hole-Container ist jetzt ausgerollt. Ich musste gerade trotzdem noch eine Kleinigkeit ändern, weil ich den Port 6000 hier nicht benutzen konnte. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal auf Port 2000 abgeändert. Nochmal ganz schnell. Und deswegen ist der jetzt auch admin-technisch auf dem Port 2000 anstatt 6000 erreichbar. Ich rufe mal hier einen neuen Tab auf. 192.168.0.140 war das ja bei mir mit dem Port 2000. Bekommt man diese Standardoberfläche. Hier sagt er schon, did you mean to go to Admin Panel? Man muss nämlich eingeben /admin und dann kommt man zu der Oberfläche, wo man im Endeffekt hin möchte. Jetzt leitet er uns auch direkt dahin hin. Pi-hole läuft. Wir können uns jetzt hier ganz normal einloggen. Passwort war Training Docker und Login. Und schon sind wir in unserem Pi-hole eingeloggt und könnten diesen jetzt hier vollumfänglich, ganz normal benutzen, um wirklich netzwerkweit diesen Adblocker auszurollen. Ganz wichtig, das kann man natürlich für einzelne Geräte machen, aber, und auch das möchte ich euch einmal zeigen, zum Beispiel jetzt in meiner Fritzbox ist das so, dass ich netzwerkweit das Ganze bekannt geben kann, indem man hier über Heimnetzwerk, Netzwerkeinstellungen. Wie gesagt, das kann bei eurer Fritzbox auch abweichen und bei euren Geräten, ich weiß nicht, was ihr habt, ob es unbedingt diese Funktion gibt, kann ich hier meine Netzwerk konfigurieren und hier unten gibt es lokaler DNS-Server. Da trägt man jetzt, in meinem Falle, ich mache es jetzt gerade mal automatisiert nicht, dann weiß ich nicht, was bei mir hier auf einmal nicht mehr geht, die IP-Adresse ein von eurem Host, worauf wir jetzt hier stundenlang schon gearbeitet haben im Endeffekt, und dann benutzt euer lokales Netzwerk diesen Pi-hole als DNS-Server. Und blockt dann auch schon, und da gehen wir jetzt mal hin, die frisch hinterlegten, jetzt muss ich mal gucken überhaupt, wo die sind. Hier oben sehen wir ja schon, Blocklisten 81.590 DNS-Einträge werden jetzt schon blockiert und blockiert dann genau diese Einträge. Und diese ganze lästige Werbung auf vielen Webseiten in den Handy-Apps ist erstmal weg. Nicht vertagen. Alle WLAN-Geräte, alle PCs, die per DHCP sich anmelden, müssen einmal eine neue IP-Adresse kriegen, damit der DHCP-Server den Geräten auch sagt, ey, da gibt es jetzt einen neuen DNS-Server, nimm den bitte. Dann seht ihr auch hier jetzt schon auf der Oberfläche, wo jetzt meine Maus ist, das grüne Fensterchen, da flappen dann ohne Ende die neuen DNS-Anfragen hoch und ihr werdet schon relativ schnell sehen, dass hier die Prozentanzeige, sagen wir mal so, bei mir liegt die immer so bei 25%, weil noch nicht nur Werbung geblockt wird, sondern auch andere unerwünschte Anfragen, blockt er dann hier im Endeffekt genauso weg. Das ist so viel zum Pi-hole. Mehr gibt es auch eigentlich zum Pi-hole nicht zu wissen. Wie man da hier alles einstellt, was man hier alles macht, auch da verweise ich jetzt erstmal wieder auf meinen YouTube-Kanal. Guckt euch das da an. Da gibt es mehr als genug Informationen zu dem Produkt. Und da erzähle ich auch ein bisschen Freizüge über das ganze Thema. So, wenn ich auf meine Agenda schaue, haben wir auch den Pi-hole erfolgreich als Container ausgerollt. Ich aktualisiere hier nochmal. Wir sehen unseren Pi-hole, wir sehen unseren Bitwarden, wir sehen unseren NGX Proxy Manager und unseren Portainer, den wir ganz am Anfang installiert haben. Alles läuft hier fröhlich als Container. Ich kann sogar meine Bitwarden-Umgebung wunderbar erreichen übers Internet. Aber auch da wollte ich jetzt nochmal mit euch nochmal fein sein und euch einfach mal als beispielhaft, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht, mal zeigen, wie toll dieser Proxy Manager eigentlich hier läuft, dass man jetzt auch einfach meine Pi-hole-Oberfläche einfach mal von außen her verfügbar mache, über meinen NGX Proxy Manager mit dem Namen. Machen wir einfach mal. Proxy Host, add Proxy Host und dann geben wir mal den Namen. Pi-hole.dschröd.ddnss.eu. Bestätigen wir, das ist der Name, worauf wir hören wollen. Ja, wir sprechen reines HTTP. IP-Adresse haben wir gelernt, das müssen wir dieselbe IP-Adresse nehmen von unserem Host, worauf unsere ganzen Container liegen. Und wir haben gerade gelernt, Port 2000, das ist das, wo die Pi-hole Admin-Oberfläche momentan drüber hört. Wunderbar, zurück, mehr müssen wir hier nicht tun. Klicken auf SSL, sagen, ja, wir wollen ein neues Zertifikat. Bitte nimm uns das, wir akzeptieren die Terms of Service und sagen hier, Save, roll mir bitte aus.
Dauert jetzt wieder eine Sekunde, haben wir auch schon gelernt. Der NGX Proxy Manager generiert das Zertifikat, stellt das Let's Encrypt kurz zur Verfügung. Let's Encrypt kontrolliert das Ganze, gibt dann sein OK und dann geht hier der Proxy Manager hin. Jetzt haben wir schon einen kleinen Fehler und packt das dann automatisiert im Endeffekt an sein System ran. Was das jetzt hier für ein Fehler ist, kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen. Was haben wir aber trotzdem im Training gelernt? Wenn wir irgendwann mal einen Fehler haben, gucken wir in die Logdateien rein. Machen wir auch mal. Lasst uns mal hier gemeinsam reinschauen. Vielleicht finden wir ja was. Warning, Command failed, bla 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 bla. Third agree terms, preferred DNS. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Fehler sehen. Using Webroot, nein, waiting, challenge failed for domain, piehole, dschröd, ddns.eu. Müsste ich jetzt auch erstmal, überlegen, was es ist. Kann ich jetzt auf der Schnelle hier nicht herausfinden. Aber ich versuche es einfach nochmal. Manchmal verschluckt er sich da auch einfach. Also ich sage ja nochmal, Renew sollte ja hier eigentlich alles richtig gemacht haben. Genau, Port 2000. Ich kontrolliere das gerne einfach mal. http, piehole.dschröd, das stimmt alles, Port 2000. Kann sein, dass er sich jetzt irgendwo verschluckt hat, aber wir versuchen das Ganze nochmal. Dieses Mal, wenn ich jetzt hier auf Save klicke, schalte ich mal schnell in meine Portainer-Umgebung um, damit ihr auch mal seht, was da passiert. Deswegen, einmal Save. Ist already in use, also er hat doch irgendwas getan, aber scheinbar ohne mein Zertifikat zu generieren. Hier haben wir gerade HTTP only, also müssen wir das Ganze hier editieren und über diesen Weg hier gehen und sagen Request. Force, nochmal das Ganze und sagen Save. Schnell zum Portainer gehen, in die Logs hier reingucken vom NGX. Irgendwas passiert, Reloading, Request for Piehole, dschröd.ddnss.eu. Jetzt passiert irgendwas im Hintergrund, vielleicht fallen wir wieder auf die Nase, werden wir jetzt gleich sehen. Congratulations, Reloading NGX, das sieht schon besser aus, also ihr seht, der hatte sich scheinbar gerade eben nur irgendwo dran verschluckt, wo auch immer. Ich schalte zurück zum NGX Proxy Manager, da ist es. Kurzer Test, ich klicke da mal drauf, klick. Okay, er blockt mich jetzt raus, weil ich einfach von außen komme, okay, aber wir sehen trotzdem, unser Piehole sagt jetzt einfach nur, ey, du kommst gerade von außen, du darfst nicht von außen auf mich zugreifen. War ja auch nur ein Test im Endeffekt, um festzustellen, kann ich denn einfach weitere Geräte über meinen Proxy Manager freigeben? Entschuldigung, ich habe Schluck auf. Ja, natürlich, kann ich, geht wunderbar. Also scheut euch nicht, installiert euch irgendeinen WordPress, installiert euch einen Nextcloud, alles über die Container-Technologie, alles eigentlich wunderbar über diese ganzen Docker-Pages hier, die wir hier kennen. Ich scroll mal kurz wieder durch. Wunderbar erklärt. Geht anhand von dem, machen wir hier ein WordPress auf, geht anhand so vor, wie ich mit euch vorgegangen bin in diesem Training. Guckt euch an, was wollen die für Environment-Variablen? Was wollen die für Namen haben? Was haben wir denn noch? Gut, hier ist jetzt viel mit Datenbankverbindungen, Docker Secrets, hier kann man ein Passwort-File hinterlegen und. Hier sind diese Docker Compose-Files auch wieder fertig. Braucht man theoretisch nur kopieren und so weiter und so fort. Also es gibt genug Möglichkeiten, was man alles mit dieser Container-Technologie tun kann. Letzte Kontrolle, wir sind überall durch und würde ich sagen, wir ziehen im Endeffekt das letzte Resümee aus diesem ganzen Resümee? Wie auch immer, aus dem ganzen letzten Resümee aus diesem Training. Ja, wir haben, glaube ich, festgestellt, gelernt, was sind Container, wie werden Container auf dem einfachsten Mittel namens Docker gestartet, gestoppt, restartet und so weiter und so fort. Wie sind die Container zu behandeln, dass man einfach versteht, dass ein Container flüchtig ist. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Denkt daran, diese ganzen Volumes einzusetzen, sonst sind eure Daten bei einem wirklichen, richtigen Neustart, bei einem Recreate des Containers einfach weg. Ein Container ist flüchtig. Habe ich jetzt das letzte Mal gesagt. Ansonsten natürlich alles Mögliche, was ihr in Programmen habt, gibt es heutzutage über irgendwelche Container. Die müssen nicht über die offizielle Docker Hub Seite kommen, doch meistens über die Docker Hub Seite schon. Aber ihr werdet, wenn ihr googelt, immer wieder über irgendwelche Container stolpern, die Privatleute
erstellt haben, denn man kann auch selber Container-Images erstellen, aber das ist wirklich schon ein Docker-Trainingskurs, super fortgeschrittene, kann man alles machen, man kann seine eigenen Applikationen als Container schaffen, ne, in den Fachkreisen, so genannt auch die ganzen DevOps-Abteilungen bei unseren Kunden und was nicht alles. Ne, da kann man wirklich Unmengen an Geld und Zeit reinschmeißen, um wirklich geile Docker- und Container-Umgebungen, ja, zu betreiben im Endeffekt. Ne? Ich habe hier explizit auch in diesem Video dieses ganze Portainer ausgewählt. Ich habe es auch schon mehrfach gesagt, weil es einfach eine GUI ist. Ich muss nicht unbedingt immer über die CLI alles machen. Ja, häufig, ihr habt es gesehen, kann man auch einfach mal ganze Befehlszeilen mit einem Docker Run einfach mal kopieren, einfügen auf eine CLI und dann den Befehl einfach ausführen. Geht genauso gut, genauso mit diesem Docker Compose, einfach Docker Compose über dieses Portainer mittels Stack starten und dann ja, gehen mehrere Container gleichzeitig online. Ansonsten jetzt zu guter Letzt haben wir hier dieses ganze, wie startet man einen Container, was muss man beachten, wie füge ich ein Volume hinzu und so weiter und so fort haben wir gelernt. Wir haben uns den Nginx Reverse Proxy Manager, gerade für die Zuhause-Umgebung, worum es hier auch unter anderem bei diesem Training hier ging, haben wir uns angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie sieht so eine Infrastruktur von euch zu Hause aus. Ne? In meinem besten Beispiel, ich habe hier nichts Kompliziertes gerade laufen gehabt. Ja, das sieht nicht immer so aus, aber jetzt gerade haben wir einfach eine Port-Weiterleitung auf meiner Fritzbox erstellt. Denkt bitte nochmal dran, abschließend. Wenn ihr keine reines IPv4 habt, dann wird das Ganze schon immer ein bisschen schwieriger. Dann habt ihr nur noch IPv6 und nicht überall hat man IPv6. Es ist einfach, ja, noch nicht so richtig etabliert, dass man sagen kann, überall liegt IPv6 an. Es ist einfach noch nicht so weit. Auch ich bin noch nicht so weit, dass ich immer beides laufen habe. Ich habe auch nur durch ganz komische Wege, kann ich mir beides hier aktivieren, denn beides kommt meistens nicht durch den Standard-Provider, wie wir die halt eben buchen. Ne? Genau, ansonsten ja, Vault Warden, mittlerweile super neu. Vault Warden ist auch gerade erst erstellt worden. Ich bin jetzt hier gerade, Mitte Mai sind wir unterwegs, 2021, also wirklich gerade frisch aktuell. Und Pi-hole, ja, ohne Pi-hole kann man sich einfach nichts mehr anderes vorstellen. Ohne Pi-hole will ich einfach nicht mehr zu Hause an meinem Netzwerk arbeiten. Diese ganzen Daten, die überall hinfließen, werden dann geblockt und diese elendige Werbung auf vielen, vielen Internetseiten ist dann auch erstmal weg. Ja, was bleibt mir zu sagen? Ich hoffe, dieses Training hat dir erstmal soweit geholfen. Mit Sicherheit entstehen Fragen bei dem ganzen Thema. Ja, keine Frage. Ich bin häufig, so wie auch meine große Community, die mittlerweile irgendwo hinter mir steht, erreichbar über Discord. Da kann man einfach in so einen Support-Channel reinschreiben. Selbstverständlich, wenn ihr noch tiefere Informationen haben braucht, kommt mal direkt auf mich zu, dann werden wir irgendeinen Weg finden. Auch wenn ihr vielleicht irgendwie ein 1:1 Coaching oder sowas bei mir bucht, finden wir auch für euch eure passende Lösung. Muss ja keine Docker-Lösung sein, kann ja auch ganz was anderes sein. Irgendwas mit Proxmox. Daher bin ich eigentlich ja viel mehr bekannt als durch diese ganze Containerisierung. Kommt einfach auf mich zu, wir finden eine Lösung irgendwie, um euch und euer Problem irgendwie nicht euch aus der Welt zu schaffen, um euer Problem aus der Welt zu schaffen, um ja, dir, euch irgendwie wie auch immer zu helfen. Genau, ansonsten würde ich mich echt freuen, wenn ihr dann auf der Webseite aus dem Shop, wo ihr dieses Training hier gebucht habt, einfach mal eine Bewertung da lasst. Ich darf euch natürlich nicht sagen, ob gut oder schlecht eine Bewertung, aber dass ihr einfach mal eine Bewertung da lasst, damit ich mich vielleicht auch verbessern kann in den nächsten Trainings, die ich dann irgendwie hier durchführe. Ein allgemeines Feedback zu diesem ganzen Training her wäre sowieso irgendwie vielleicht super, super nett von euch, egal auf welchem Wege, ob per E-Mail oder direkt da in das Kommentarfeld, in das Bewertungsfeld. Ich würde mich echt super freuen. Und ansonsten, na klar, empfehlt mich gerne weiter an eure Arbeitskollegen, Freunde, wie auch immer, Familienmitglieder. Ansonsten, die können natürlich und sollen natürlich auch gerne dieses Video, dieses Training hier auch nochmal buchen. Denkt bitte dran, eine Weitergabe über diese Videoplattform mit eurem Login-Code ist untersagt. Also bitte
gibt das so weiter und nimmt das mal so auf. Ich bedanke mich jetzt an diesem Punkt hier recht herzlich. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Ne, ihr trefft mich immer wieder auf meinem Discord, auf meinem YouTube-Kanal, auf den verschiedensten Videoebenen und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Training oder bis zum nächsten YouTube-Video. Bis dahin, wir sind noch in Corona. Bleibt also gesund und wir sehen uns. Macht es gut. Ciao.